Hallo, ich möchte heute über Darius the Great is Not Okay von Adib Khorram sprechen. Das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen, deswegen möchte ich es heute euch kurz vorstellen. Es ist ein Jugendbuch, es ist ein Coming-of-Age-Buch und es ist auch Own Voice. Die Hauptperson ist, wie der Titel vermuten lässt, Darius. Er geht in den USA zur Schule und er ist sehr nerdig, würde ich sagen. Er kann zum Beispiel jede Star Trek-Folge auswendig. Er kann darauf referieren und sie zum Teil auch zitieren. Und er ist sehr interessiert an Tee. Also ein Hobby von ihm ist, sich mit Tee auseinanderzusetzen, Tee zu trinken und solche Dinge. Seine Schule hat angeblich null Toleranz gegenüber Bullies. Trotzdem gibt es mindestens 2 Jungs, die es ziemlich auf ihn abgesehen haben. Und das wissen zum Teil seine Eltern auch. Also sein Vater weiß das auf jeden Fall. Und der geht damit sehr schwierig um. Also der gibt Darius Tipps, wie er sich verändern soll, damit er nicht mehr so von den Jungs geärgert wird. Darius kritisiert das aber auch und sagt, dass sein Vater einfach nicht versteht, wie so die sozialen Hierarchien in der Schule sind und wie das Ganze überhaupt an der Schule funktioniert. Er sagt, sein Vater versteht das nicht, weil sein Vater so blond, blauäugig und groß ist und er benutzt für seinen Vater auch oft den Begriff Übermensch. Und in der Geschichte geht es jetzt auch viel darum, wie die Beziehung zwischen Darius und seinem Vater ist und wie sie sich verändert und wie sie sich auch verändern muss. Dann gibt es die Mutter von Darius, die aus dem Iran kommt und tatsächlich der Hauptteil der Geschichte spielt nicht in den USA, sondern im Iran, weil nämlich die Familie, also Darius und seine Eltern und seine kleine Schwester Lale, in den Iran müssen zu den Großeltern, weil es eine schwierige familiäre Situation gibt. Eine traurige Familienangelegenheit. Schon in den USA hat sich Darius auseinandergesetzt, was das bedeutet, dass er zur Hälfte Iraner ist, zur Hälfte Perser ist. Und jetzt geht er das erste Mal in seinem Leben zu seinen Großeltern. Also er hat sie noch nie gesehen, sondern immer nur mit ihnen per Skype telefoniert. Darius hat ein sehr großes Gefühl von so Fremdheit. Also er kann weder Farsi sprechen, das heißt, er versteht viele Verwandte von ihm nicht, wenn sie nicht extra für ihn Englisch sprechen. Er hat wenig so historisches Wissen überhaupt über den Ort, an dem er jetzt ist und über den Iran und Persien und so allgemein. Und was er immer wieder schreibt und immer wieder bemerkt, ist, dass er so die Social Codes nicht erkennt, dass er nicht weiß, wie er sich verhalten soll und dass er dadurch einfach auffällt, weil er sich falsch verhält. Und ich glaube, dieser Teil hat mich sehr doll angesprochen, obwohl unsere Situationen sehr unterschiedlich sind. War ich ja jetzt gerade in Frankreich und da ist auch ein Teil meiner Familie und ich kann auch kein Französisch. Deswegen, es gibt zum Beispiel eine Situation, wo er beschreibt, wie er am Tisch sitzt und eigentlich niemanden versteht, außer manchmal so Redewendungen oder vielleicht auch so sein Wortschatz ist relativ groß, was Essen angeht. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Und das war einfach ganz nett, so ein Buch, das mal von einer anderen Person beschrieben zu bekommen. Weil ich gerade gesagt hatte, dass sein Wortschatz Essen umfängt. In diesem Buch wird sehr viel über Essen geredet. Also es werden sehr viele verschiedene Speisen genannt, die auch zu bestimmten Anlässen zum Teil gegessen werden. Sie werden auch kurz beschrieben. Ich hatte schon immer mal wieder Hunger, während ich dieses Buch gelesen habe. Das hat mir sehr gut gefallen, dass sowas mit da eingewoben wurde. Und dadurch, dass er diese Speisen aus den USA schon kennt, weil seine Mutter die gemacht hat oder das bei Treffen mit anderen Leuten gemacht wurde, dadurch, aber nicht nur dadurch, entsteht dann tatsächlich so ein Gefühl von Zuhause für ihn, was schön zu lesen war. Und nicht nur das Essen ist sehr positiv für Darius, dort erwartet ihn tatsächlich auch eine Freundschaft, die ihn sehr, wie ich finde, positiv beeinflusst hat und ihm so ein bisschen Energie gegeben hat, überhaupt den Ort, an dem er jetzt ist, an dem seine Familie zum Teil schon seit Jahrhunderten lebt, genauer kennenzulernen. Bevor ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich, dass es auch eine queere Storyline hat, einfach
weil ich es von Leuten gesehen habe bei Instagram, die oft so queere Geschichten posten. Und ich habe das Buch jetzt auch so gelesen, dass Darius queer ist, aber es ist nicht sehr offensichtlich. Also es gibt schon einige Sätze, die sehr darauf hinweisen, aber wenn Leute es nicht lesen wollen, dann werden sie das nicht herauslesen. Im Nachwort schreibt der Autor, dass er diese Geschichte auch geschrieben hat, weil er erzählen wollte, wie es ist, Depressionen zu haben und wie es ist, im nahen Umfeld Leute mit Depressionen zu haben. Und diese Geschichte wird aus der Perspektive von Darius erzählt. Der hat Depressionen und das merkt man auch oft daran, wie er Sachen erzählt. Und der Vater von Darius hat auch Depressionen. Das beeinflusst natürlich die Beziehung zueinander auch ziemlich. Das war's, was ich zu der Geschichte sagen wollte. Ich fand, sie hatte sehr, sehr schöne, aufmunternde, erheiternde Momente, aber auch sehr traurige Momente. Und das heißt, insgesamt war es einfach eine sehr emotionale Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat. Das Ganze relativ leicht erzählt in dem Sinne, dass die Sprache für mich sehr verständlich war, also ich würde sagen umgangssprachlich war und Darius zum Beispiel immer wieder auch so seine eigenen Ideen mit reingebracht hat und das so ein bisschen aufgelockert hat, indem er irgendwie zum Beispiel auf Star Trek verwiesen hat oder solche Geschichten. Weswegen ich euch dieses Buch auf jeden Fall sehr empfehlen möchte. Falls jemand von euch dieses Buch gelesen hat, wäre ich sehr an eurer Meinung interessiert. Falls ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie mir auf jeden Fall gerne. Das war's. Bis bald.